Das ist das Nest eines Zwergspinns. Aber das ist kein Zwergspinnküken, sondern ein frisch geschlüpfter Honiganzeiger. Und der ist viel tödlicher. Als die Mutter sein Ei hier ablegte, durchstach sie alle anderen Eier im Nest. Doch eins der Zwergspinnküken überlebte den Angriff und schlüpft gerade. Obwohl der kleine Honiganzeiger noch völlig blind ist, ersticht er instinktiv das Zwergspinnküken mit seinem spitzen, hakenförmigen Schnabel. In den folgenden Wochen kümmern sich die Gasteltern hingebungsvoll um den Nestling, der ihren Nachwuchs ermordet hat. Das ist nur ein Beispiel für Brutparasitismus, eine evolutionäre Strategie, bei dem ein Tier einem anderen seine Jungen unterschiebt. Sie ist besonders bei Vögeln bekannt. Indem sie ihre Eier in ein fremdes Nest legen, können Brutparasiten die Hauptlast der Elternschaft auf andere abwälzen. Die Küken von Brutparasiten schlüpfen meist früh und beanspruchen dann die Aufmerksamkeit ihrer Wirtseltern für sich. Einige picken ihre Nestgenossen zu Tode, andere stoßen die übrigen Bewohner aus dem Nest. Manche wiederum sind weniger schädlich für ihre Wirte. Nicht alle Brutparasiten töten sämtliche Nachkommen ihres Wirts sofort. Braunkopf-Kuhsterlinge verdrängen sie normalerweise, indem sie noch lauter, häufiger und mit weiter aufgerissenem Schnabel um Futter betteln. Zu den harmlosesten zählen die Kuckucksenten, die ihre Eier zur Bebrütung in andere Nester legen. Doch wenige Stunden nach dem Schlüpfen spazieren die Kleinen einfach davon. Aber warum wehren sich die Wirtseltern in den schlimmsten Fällen von Brutparasitismus nicht? Tatsächlich vertreiben die Wirte erwachsene Brutparasiten oft aus ihren Nestern und viele gehen bei der Abwehr noch weiter. Aber ob ein Wirt parasitäre Eier und Nestlinge erkennen und verstoßen kann, scheint von einigen Faktoren abzuhängen. Weißbauch-Vögeltyrannen dulden das gesprenkelte Ei eines Braunkopf-Kuhsterlings in ihrem Nest, obwohl ihre eigenen Eier schneeweiß sind. Die Katzenspottdrossel hingegen ist Expertin darin, genau diese Parasiten auszusondern. Sie merkt sich, wie das erste Ei in ihrem Nest aussieht, in der Regel ihr eigenes, und entfernt alle, die davon abweichen. Diese Vergeltungsanpassung kann ein evolutionäres Wettrüsten auslösen, bei dem die Brutparasiten Eier entwickeln, die denen ihres Wirts sehr ähnlich sind. Interessanterweise sind Vögel, die parasitäre Eier ablehnen, in der Regel ahnungslos, wenn es um parasitäre Küken geht. Teichrohrsänger sind gut darin, auffällige Kuckuckseier hinauszuwerfen. Aber wenn ein Küken schlüpft, kümmern sie sich darum, auch wenn es 6-mal so groß ist wie sie. Zwar werden seltener Küken verstoßen, aber es gibt einige bemerkenswerte Beispiele. Während er seine Eier ausbrütet, singt der australische Prachtstaffelschwanz ihnen einen einzigartigen Ton vor, den die Küken als eine Art Kennwort verwenden. Ist ein Kuckuck im Nest eines Zaunkönigs, schlüpft er zuerst und verstößt die anderen. Weil er aber früher geschlüpft ist, konnte er vielleicht das Kennwort nicht lernen und beherrscht deshalb den richtigen Bettelruf nicht. Dann verlassen die erwachsenen Tiere in der Regel ihr Nest und bauen ein neues. Insgesamt zeigen die Wirtsarten eine bemerkenswerte Vielfalt an Reaktionen. Das liegt wohl zum Teil daran, wie lange der Brutparasitismus bereits in ihrem Umfeld vorkommt und wie viel Zeit sie daher hatten, sich dementsprechend anzupassen. Tatsächlich haben Studien gezeigt, dass Wirte, die weniger häufig Parasiteneier ablehnen, ihre Eier von denen eines Brutparasiten unterscheiden können. Sie reagieren nur einfach nicht auf die visuelle Information. Das liegt wahrscheinlich daran, dass vor dem Auftreten des Brutparasitismus eine Reaktion wahrscheinlich keinen adaptiven Wert gehabt hätte. Selbst wenn die Wirte einen Parasiten erkennen, ist es vielleicht nicht ratsam, ihn loszuwerden. Vor allem, wenn der Wirt klein ist, kann er den Parasiten womöglich nicht töten. Oder er riskiert dabei, seine eigenen Eier zu zerstören. Wenn der Brutparasit nicht alle Jungen des Wirts tötet, ist es vielleicht am besten, den Schwindler einfach großzuziehen. Brutparasitismus ruft in der Regel Abscheu und Verachtung hervor. Aber warum sollte man ihn für verwerflicher halten als Raubtier-Beutebeziehungen? Und ist es überhaupt zielführend, anderen Tieren menschliche Moralvorstellungen aufzuerlegen? Oder sagt das am Ende mehr über uns aus als über sie? Wie man es auch betrachtet, Brutparasitismus ist ein weiteres Beispiel für die faszinierenden Wendungen der Evolution. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, so verpasst du nie die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen.